Hallo, hier ist die Anne Bross von Anne Bross Kunst. Heute gibt es ein wunderbares Mixed Media Kunstwerk mit Acrylfarben. Ich habe mir auf einem Butterbrotpapier verschiedene Farbkleckse aufgebracht und die werde ich mir jetzt zurechtreißen, einfach ausreißen mit den Fingern, was ich dafür brauchen könnte. Dabei achte ich auf die Farben, die ich dabei verwenden möchte. So, jetzt habe ich 3 Stücke von diesem Papier. Natürlich schaue ich, wie ich mir die arrangieren werde. Das könnt ihr ausprobieren, die Papierstücke immer wieder hin und her schieben und letztendlich werden sie mit Acrylbinder festgeklebt und fixiert. Zuerst die Butterbrotpapier-Rückseite bestreichen mit dem Acrylbinder, anschließend dann auf das Untergrundpapier, in dem Fall Aquarellpapier, den Binder aufbringen, das Stück Papier positionieren und mit den Fingern feststreichen. Gleichzeitig kann ich den Pinsel mit Acrylbinder dann benutzen, um dieses Papierstück zu fixieren, denn es soll gut haften auf dem Untergrund. Dabei streiche ich mit den Fingern dann immer kleine Bläschen heraus, die sich da ergeben. Und der Trocknungsprozess schafft dann das Übrige, dass es nämlich glatt und blasenfrei auftrocknet. Das muss ich jetzt bei den 2 anderen Papierstücken ebenfalls vornehmen. Mit ein bisschen schwarzer Acrylfarbe und dem kleinen Pinsel
male ich jetzt hier Linien in das Bild. Hier benutze ich meine Finger als Pinsel. Das geht auch. Nehme etwas weiße Acrylfarbe und verreibe das Ganze auf dem Blatt Papier. Wie ihr seht, auch Finger können ein wunderbares Malwerkzeug darstellen. Mit einem Ultramarinblau fahre ich fort. Dazu benutze ich einen gröberen Acrylpinsel, einen Borstenpinsel. Die weiße Farbe verbindet sich dann mit den bereits vorhandenen Farben und so ergibt es immer wieder neue Farbnuancen. Diese Pinkfarbe passt sehr gut zu den vorausgegangenen benutzten Farben. So kann ich auch pinkfarbene Akzente in das Bild setzen. Zusammen mit dem Ultramarin vermischt es sich zu einem leichten Flieder-lila Ton. Ich hoffe, ihr habt mich alle schon bei Steady besucht. Dort könnt ihr mich finden unter Anne Pross Kunst. Wenn ihr Lust habt, werdet Mitglied und unterstützt mich dort ganz persönlich.
Ihr habt da einige Vorteile davon, dass ich mich mit euch über Kunstthemen austauschen kann, dass ihr Bilder von mir bekommt und das könnt ihr einfach unter den verschiedenen Mitgliedschaften dort nachlesen. Schaut einfach nach, wie ihr mich als Künstler bei meiner Arbeit unterstützen könnt und Teil von meiner Kunst-Community sein könnt. Darüber würde ich mich sehr freuen. Genauso freue ich mich über eure Likes und eure Abos, vor allem hier bei YouTube. Das ist auch sehr schön. Jeder ist herzlich willkommen bei mir. Ihr bekommt jede Woche ein neues Video hier über YouTube von mir zu dem Thema Acrylmalerei. Und vielleicht bringe ich auch noch eben Mixed Media Werke wie dieses hier. Ihr seht mich gerade, wie ich Ölpastellkreide benutze. Und je nachdem, was mir jede Woche so für euch einfällt, liebe Zuschauer, kommt vorbei. Am besten das Abo nutzen und auf die Glocke drücken. Click the bell. Und dann geht's los, werdet ihr benachrichtigt über neue Videos von mir. Und es lohnt sich immer, da reinzuschauen, denn ich habe immer neue Ideen, was man gestalten könnte. Sehr gerne male ich abstrakt, so wie bei diesem Mixed Media Werk. Hier habe ich einen Permanentmarker, den ich ebenfalls zum Zeichnen benutze auf diesem bereits getrockneten Acrylfarbenpapier. Und das Schöne ist, jedes einzelne Kunstwerk, das ich euch vorstelle, könnt ihr dann nach diesem Film bei mir auch erwerben. Dazu schaut ihr einfach die entsprechenden Links zu den Vertriebskanälen nach. Wenn ihr diese anklickt, könnt ihr dann das jeweilige Kunstwerk auch finden, den speziell einzelnen Link dazu blende ich euch in der Beschreibung mit ein. Manchmal dauert es ein paar Tage, bis ich den nachreiche, aber meistens ist es gleichzeitig mit dem Film sichtbar. Und schaut euch einfach um, was ich sonst noch für Bilder anbiete. Vielleicht habt ihr noch einen freien Platz in eurer Wohnung und möchtet den mit einem Annepros Kunstwerk verschönern. Dann würde ich mich sehr freuen über eure Nachrichten und über eure Anfragen oder über den direkten Kauf eines Bildes.
Mit einer dünnen weißen Lasur übermale ich einzelne Partien, die ich wieder etwas in den Hintergrund setzen möchte, um andere Partien hervorzuheben. Das ist eine Methode in der Acrylmalerei, die man anwenden kann. Natürlich muss das nicht zwingend weiße Farbe sein. Man kann auch dünne Lasuren mit allen farblichen Akzenten hier einbringen. Das geht mit jeder Acrylfarbe, die ich entsprechend mit Wasser verdünne und wie gesagt als Lasur auftrage. Ich hoffe, es geht euch gut. Im Übrigen, ihr seid gut in das neue Jahr gestartet und könnt euch wieder schöne Videos bei mir gönnen. Langsam wächst ja meine Community und ich bin froh über jeden, der sich hier bei mir anmeldet und mein Follower wird. Da bin ich immer sehr begeistert, wenn ich sehe, jetzt ist wieder ein neuer Follower bei mir eingetroffen. Das freut mich ganz besonders, euch da begrüßen zu können. Also das gilt jetzt an jedem, der in letzter Zeit hier dazugekommen ist. Ihr seid sehr willkommen und es macht mir Freude, mit euch zu kommunizieren. Freue mich über eure Messages, über eure Nachrichten, wenn ihr dann auch bei meinem Samstagsvideo immer dabei seid. Ich habe mich jetzt auf den Samstag verlegt als Veröffentlichungszeitpunkt sozusagen für meine Videos, denn da wird es besonders gerne angeschaut und jedes Mal könnt ihr dann einen Chat wahrnehmen. Meistens bin ich ja auch selbst anwesend und ihr dürft ruhig mit mir gemeinsam chatten und euch mit mir unterhalten. Darüber freue ich mich immer. Mit einem Pinsel und etwas verdünnter weißer Farbe spritze ich jetzt noch Akzente, Punkte auf dieses Bild. Um das noch ein bisschen lebendiger zu gestalten. Und ich zeige euch dann natürlich auch, wie das an der Wand aussieht.
Das ist ein sehr farbenfrohes Bild geworden. Und ihr dürft gespannt sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ganz lieb, dass ihr da seid und dieses Werk bewundert. Bis zum nächsten Mal. Ciao.